Hallo liebe Häkelfreunde, willkommen zu meinem neuen Video. Heute häkeln wir so ein entzückendes Gläschen. Ich habe dazu einfach ein Marmeladeglas genommen und diese Gläschen sind vielseitig verwendbar. Ihr könnt Kulis hineintun oder Zucker oder irgendwas, Kleinkram. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten. Eure Karin aus dem Ländle. Hallo liebe Häkelfreunde, heute behäkeln wir so ein Marmeladeglas mit einem Durchmesser von ca. 8 cm. Ich nehme dazu so ein Baumwollgarn von Gründel, die Cotton Quick Uni und eine Häkelnadel Nummer 3,5. Ich starte mit einem magischen Ring. Ich nehme also den Faden, mache hier so einen Ring. Fahre hier mit der Häkelnadel durch und häkle und hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen und noch weitere 7 Stäbchen, also immer um diesen doppelten Faden herum. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also insgesamt 8 Stäbchen. Ziehe das zusammen und schließe die Runde in die dritte Luftmasche dieses ersten Ersatzstäbchens. Häkle 3 Luftmaschen und häkle jetzt in jede Einstichstelle 2 Stäbchen. Also auch gleich in diese erste hier, und auf jedes Stäbchen der Vorrunde häkeln wir 2 Stäbchen, sodass wir insgesamt 16 Stäbchen erhalten. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Schließen auch diese Runde wieder mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche des ersten Ersatzstäbchens. Und jetzt verdoppeln wir noch einmal unsere Maschenanzahl, häkeln also wieder 3 Luftmaschen, gleich in die erste Einstichstelle ein Stäbchen dazu und wieder auf jedes Stäbchen der Vorrunde 2 Stäbchen, sodass wir insgesamt 32 Stäbchen erhalten. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns am Ende der Runde wieder. Also einfach auf jedes Stäbchen der Vorrunde 2 Stäbchen und insgesamt müssen es 32 Stäbchen sein. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 32 Stäbchen gehäkelt und schließe auch diese Runde mit einer Kettmasche. Häkle noch einmal 3 Luftmaschen und verdopple dieses erste Stäbchen und häkle jetzt 2 Stäbchen nebeneinander
häkle wieder 2 Stäbchen in eine Einstichstelle, 2 Stäbchen nebeneinander, zwei Stäbchen in eine Einstichstelle und so weiter. Und auf diese Weise erhaltet ihr 42 Stäbchen. Bei 42 nichts mehr zunehmen. Und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis gleich. Ich habe jetzt also nach diesem Schema zugenommen, bin jetzt bei 40 Stäbchen angekommen und jetzt häkle ich diese letzten verbleibenden 2 Stäbchen ohne Zunahme ab, sodass wir also 42 Stäbchen haben. Das sieht dann so aus. Ich beginne nun mit den Musterreihen und die Zunahmen sind jetzt beendet. Das ist sozusagen der Boden des Gläschens. Ich starte wieder mit 3 Luftmaschen, lasse jetzt 2 Stäbchen aus und häkle in das dritte Stäbchen, das da kommt, 2 Stäbchen, alles in eine Einstichstelle, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Lasse wieder 2 Stäbchen aus und häkle ein Stäbchen. Lasse wieder 2 Stäbchen aus und häkle wieder so ein Grüppchen von 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen, alles in eine Masche hinein. Lasse wieder 2 Stäbchen aus und in das dritte, das kommt, ein Stäbchen. Wieder 2 auslassen und ein Grüppchen häkeln. Ein Grüppchen sind 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. 2 Stäbchen auslassen, ein Stäbchen und so weiter. Und wir sehen uns am Ende der Runde wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt also immer abwechselnd ein Grüppchen, ein Stäbchen, ein Grüppchen gehäkelt. Dazwischen immer 2 Maschen ausgelassen. Am Schluss bleiben ebenfalls 2 Stäbchen übrig. Die lassen wir aus und schließen die Runde mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche. Beginnen wieder mit 3 Luftmaschen und häkeln jetzt in das Grüppchen hinein genau dasselbe Grüppchen wie vorhin. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Auf das Stäbchen zwischen den Grüppchen häkeln wir ein Stäbchen drauf, in das Grüppchen ein Grüppchen mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Wieder ein Stäbchen auf das Stäbchen zwischen den Grüppchen und so weiter. Und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt wieder in jedes Grüppchen ein Grüppchen und auf jedes Stäbchen ein Stäbchen gehäkelt und schließe am Ende wieder mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche. Und das Muster geht jetzt immer gleich. Wir beginnen immer mit 3 Luftmaschen, häkeln ein Grüppchen mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen, ein Stäbchen auf das Stäbchen zwischen den Grüppchen und so weiter. Und ihr häkelt jetzt ungefähr 9 bis 10 Reihen hoch, steckt dann das Glas einmal hinein und arbeitet das Muster hoch, bis ihr bei dieser Rille
des Glases angekommen seid. Und da sehen wir uns dann wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt insgesamt 9 Musterreihen gehäkelt und ich werde jetzt mal das Glas hernehmen. Ich drehe das dazu auf den Kopf, stülpe mein gehäkeltes, meinen Überzug darüber und ich bin jetzt genau bei dieser Rille irgendwo, also ungefähr angekommen. Das passt also von der Höhe her und mache jetzt noch eine Abschlussreihe. Dazu häkle ich eine Luftmasche und eine feste Masche auf das Stäbchen. Eine feste Masche, häkle in die Lücke 7 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und eine feste Masche wieder auf dieses Stäbchen zwischen den Grüppchen. Wieder 7 Stäbchen in die Lücke. 3, 4, 5, 6, 7. Eine feste Masche auf das Stäbchen. Das Ganze sieht dann so aus und wird eine wunderschöne, einfache Muschelkante. Und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt also diese Muschelkante fertig gehäkelt, beinahe fertig. Schließe die Runde mit einer Kettmasche in diese erste feste Masche. Häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und diesen Faden müsst ihr natürlich noch vernähen und auch diesen Anfangsfaden müsst ihr noch vernähen. Ich habe hier ein Satinband hergerichtet mit einer Länge von ca. 70 cm. Nehme eine Sicherheitsnadel und fädle das Bändchen jetzt. Ich fange irgendwo bei einer Muschel an, unter einer Muschel und fahre jetzt durch jede Lücke, einmal von vorne und einmal von hinten und ziehe das Band durch. Also immer von oben hinein, unten wieder heraus, unter die Muschel und so weiter. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Kommen zurück. Ich habe jetzt das Satinband eingefädelt, nehme mir wieder mein Glas, stelle es auf den Kopf, stülpe meinen Überzug drüber, mache jetzt einen Knoten. Und jetzt könnt ihr eine Masche machen oder was auch immer ihr wollt. Die überschüssige Länge abschneiden. Und fertig ist unser Gläschen. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten. Und mein nächstes Video ist schon in Arbeit.
Eure Karin aus dem Ländle.